Guten Morgen, Daniel. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich würde gerne das gestrige Meeting mit dem Vorstand noch einmal reflektieren. Aus meiner Sicht ist festgestellt worden, dass unsere Präsentation zwar strukturiert gewesen ist, jedoch inhaltlich nicht ausreichend in die Tiefe gegangen ist. Besonders im Hinblick auf die Skalierbarkeit unseres Projekts sind einige kritische Fragen offen geblieben. Markus hat wiederholt nach konkreten Kennzahlen gefragt, jedoch konnten lediglich allgemeine Aussagen gemacht werden. Das wird vermutlich nicht als überzeugend wahrgenommen, oder? Guten Morgen, Anna. Ich stimme Ihnen zu. Aha, an genau dieser Stelle ist ebenfalls wahrgenommen worden, dass unsere Vorbereitung nicht vollständig ausreichend gewesen ist. Unsere Argumentation ist eher auf einer strategischen Ebene geführt worden, während operative Details kaum berücksichtigt worden sind. Es hätte eine präzisere Risikoanalyse durchgeführt werden müssen. Insbesondere die Budgetplanung ist zu ungenau formuliert worden. In solchen Geschäftstreffen wird in Deutschland üblicherweise erwartet, dass konkrete Zahlen und belastbare Prognosen präsentiert werden. Oh, das kann nur bestätigt werden. Es ist auch aufgefallen, dass Lisa aus der Finanzabteilung zunehmend ungeduldig geworden ist, mehrfach nach einer detaillierten Kosten-Nutzen-Analyse gefragt worden. Ehrlich gesagt ist darauf keine zufriedenstellende Antwort gegeben worden. Möglicherweise hätte im Vorfeld eine engere Abstimmung mit der Finanzabteilung erfolgen sollen, um solche Fragen besser vorbereiten zu können. Genau, dieser Punkt sollte stärker berücksichtigt werden. Es entsteht der Eindruck, dass die Komplexität des Meetings unterschätzt worden ist. Es hat sich nicht nur um ein internes Treffen gehandelt, sondern auch externe Partner sind beteiligt gewesen. Und von diesen Partnern wird in der Regel eine sehr professionelle und datenbasierte Präsentation erwartet. Insbesondere bei internationalen Projekten wird großer Wert auf Transparenz und Präzision gelegt. Ja, das ist korrekt. Daniel, es ist außerdem festgestellt worden, dass unsere Kommunikationsstrategie nicht vollständig konsistent gewesen ist. Einerseits sollte Innovation vermittelt werden, andererseits sind eher konservative Beispiele verwendet worden. Das hat nicht vollständig zusammengepasst. Es ist sogar bemerkt worden, dass Markus kurz irritiert reagiert hat. Ja, das ist ebenfalls wahrgenommen worden. Aha, solche Reaktionen zeigen deutlich, dass die Botschaft nicht eindeutig gewesen ist. Wenn solche nonverbalen Signale auftreten, kann davon ausgegangen werden, dass Unklarheiten bestehen. Es hätte eine klarere strategische Linie definiert werden müssen, entweder mit Fokus auf Innovation oder auf Stabilität und Risikominimierung. Dem kann nur zugestimmt werden. Zusätzlich ist ein Problem im Zeitmanagement erkannt worden. Für die Einleitung ist zu viel Zeit verwendet worden, sodass die zentralen Inhalte am Ende nur verkürzt dargestellt werden konnten. Das ist natürlich nicht optimal. Gerade bei komplexen Themen sollte ausreichend Zeit eingeplant werden, um Details verständlich zu erläutern. Absolut. Ein effektives Zeitmanagement wird in solchen Meetings als entscheidend angesehen. Es sollte künftig eine klar strukturierte Agenda erstellt werden, die konsequent eingehalten wird. Darüber hinaus könnte im Vorfeld eine Priorisierung der Themen vorgenommen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die wichtigsten Inhalte ausreichend behandelt werden. Das erscheint sinnvoll. Außerdem sollte darüber nachgedacht werden, wie die Interaktion mit den Teilnehmern verbessert werden kann. Das Meeting ist überwiegend einseitig gestaltet worden. Es ist viel präsentiert worden, jedoch ist wenig Feedback eingeholt worden. Autsch, dadurch kann schnell das Interesse der Zuhörer verloren gehen. Genau, Interaktivität wird als zentraler Erfolgsfaktor betrachtet. Es könnten gezielt Fragen integriert oder kurze Diskussionsphasen eingeplant werden. Auf diese Weise wird eine stärkere Einbindung der Teilnehmer ermöglicht. Gleichzeitig kann direktes Feedback genutzt werden, um die Argumentation flexibel anzupassen. Ja, das ist nachvollziehbar. Es sollte auch überprüft werden, ob die Präsentationsfolien optimal gestaltet worden sind. Einige Folien sind sehr textlastig gewesen, was die Übersichtlichkeit erschwert hat. Es könnte sinnvoll sein, verstärkt visuelle Elemente einzusetzen, wie Diagramme oder Grafiken. Das ist ein wichtiger Aspekt. Aha, visuelle Darstellungen tragen erheblich zur Verständlichkeit bei, insbesondere bei komplexen Daten. Wenn Inhalte ausschließlich in Textform präsentiert werden, kann die Klarheit schnell verloren gehen. Es sollte daher eine Überarbeitung der Präsentationsmaterialien erfolgen, auf Basis bewährter Methoden. Oh, zusätzlich ist aufgefallen, dass teilweise sehr technische Begriffe verwendet worden sind, ohne dass diese ausreichend erläutert worden sind. Das kann problematisch sein,
insbesondere wenn nicht alle Teilnehmer denselben fachlichen Hintergrund verfügen. Genau, dieses Problem tritt häufig auf. Die Zielgruppe sollte stets berücksichtigt werden. Wenn zu viele Fachbegriffe verwendet werden, kann es leicht zu Missverständnissen kommen. Es wäre sinnvoll, zu Beginn eine kurze Einführung in die wichtigsten Begriffe zu geben, bevor detaillierte Inhalte präsentiert werden. Ja, das wäre hilfreich. Es ist sogar beobachtet worden, dass ein externer Partner kurzzeitig abgelenkt gewesen ist und auf sein Handy geschaut hat. Das wird in der Regel als Zeichen für nachlassende Aufmerksamkeit interpretiert. Ja, das ist korrekt. Die Aufmerksamkeit der Teilnehmer sollte kontinuierlich aufrechterhalten werden. Es könnte hilfreich sein, mit praxisnahen Beispielen zu arbeiten, um die Inhalte greifbarer zu machen. Ah, das ist eine sehr gute Idee. Durch konkrete Praxisbeispiele wird nicht nur die Verständlichkeit verbessert, sondern auch die Umsetzbarkeit der Konzepte verdeutlicht. Das ist besonders relevant, wenn Entscheidungsträger überzeugt werden sollen. Genau. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Nachbereitung des Meetings. Es sollte unbedingt ein detailliertes Protokoll erstellt werden, in dem die wichtigsten Ergebnisse festgehalten werden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Beteiligten über denselben Informationsstand verfügen und die nächsten Schritte klar definiert sind. Ja, absolut. Darüber hinaus sollte Feedback von den Teilnehmern eingeholt werden. Nur auf diese Weise kann nachvollzogen werden, welche Aspekte gut funktioniert haben und wo Verbesserungsbedarf besteht. Feedback wird als essentiell angesehen. Auch wenn kritische Rückmeldungen manchmal unangenehm sein können, tragen sie wesentlich zur Weiterentwicklung bei. Es könnte beispielsweise eine kurze Umfrage im Anschluss an das Meeting durchgeführt werden. Oh, das klingt nach einem strukturierten Ansatz. Zusätzlich könnte intern eine Nachbesprechung organisiert werden, um die eigenen Eindrücke systematisch zu reflektieren. Genau, das ist sinnvoll. Aha, Reflexion bildet die Grundlage für kontinuierliche Verbesserung. Wenn Schwächstellen identifiziert werden, können gezielte Maßnahmen zur Optimierung ergriffen werden. Gut, Daniel. Dann sollte vielleicht auch darüber gesprochen werden, wie konkret mit den identifizierten Schwächen umgegangen werden kann. Aus meiner Sicht sollte zunächst eine detailliertere Vorbereitung zukünftiger Meetings sichergestellt werden. Es könnte zum Beispiel im Vorfeld eine strukturierte Analyse aller relevanten Daten durchgeführt werden, sodass auf kritische Fragen schneller und präziser reagiert werden kann. Das erscheint sinnvoll. Aha, zusätzlich könnte ein standardisierter Vorbereitungsprozess eingeführt werden. Dabei würde festgelegt, welche Abteilungen im Vorfeld eingebunden werden müssen. Insbesondere die Finanzabteilung sollte frühzeitig integriert werden, damit fundierte Zahlen bereitgestellt werden können. Dadurch würde die Qualität der Präsentation deutlich verbessert werden. Ah, das erscheint sinnvoll. Außerdem sollte darüber nachgedacht werden, wie die Rollenverteilung innerhalb des Teams optimiert werden kann. Während des Meetings ist teilweise unklar gewesen, wer für welchen Themenbereich verantwortlich ist. Das hat dazu geführt, dass einige Fragen nur verzögert beantwortet werden konnten. Genau, eine klare Rollenverteilung wird als entscheidend angesehen. Es sollte im Vorfeld definiert werden, wer welche Inhalte präsentiert und wer für Rückfragen zuständig ist. Insbesondere bei komplexen Projekten ist eine klare Struktur unerlässlich, um Professionalität zu gewährleisten. Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Ein weiterer Aspekt betrifft die Argumentationsstruktur. Es ist festgestellt worden, dass einige Argumente nicht logisch genug aufeinander aufgebaut worden sind. Dadurch ist es für die Zuhörer schwierig gewesen, der Gesamtlinie zu folgen. Das ist ein wichtiger Punkt. Aha, eine klare, stringente Argumentationskette sollte entwickelt werden. Dabei könnte beispielsweise mit einer Problemdefinition begonnen werden, gefolgt von einer Analyse und schließlich einer konkreten Lösung. So eine Struktur würde die Verständlichkeit erheblich verbessern. Ah, das klingt sehr sinnvoll. Zusätzlich sollte möglicherweise stärker mit Prioritäten gearbeitet werden. Nicht alle Inhalte sind gleich wichtig und es sollte klar kommuniziert werden, welche Punkte besonders relevant sind. Genau, Priorisierung wird häufig unterschätzt. Wenn die wichtigsten Punkte klar hervorgehoben werden, kann die Aufmerksamkeit der Zuhörer gezielt gesteuert werden. Dadurch wird auch vermieden, dass zentrale Inhalte untergehen. Oh, das ist ein guter Ansatz. Darüber hinaus sollte vielleicht auch die Körpersprache stärker berücksichtigt werden. Es ist aufgefallen, dass während der Präsentation wenig Blickkontakt gehalten worden ist. Das kann schnell als Unsicherheit interpretiert werden. Ja, das ist korrekt. Aha, nonverbale Kommunikation spielt eine große Rolle.
Es sollte bewusst darauf geachtet werden, eine offene und selbstbewusste Körpersprache zu zeigen. Dazu gehören Blickkontakt, eine klare Haltung und eine ruhige Sprechweise. Genau. Und vielleicht sollte auch die Stimme stärker eingesetzt werden. Teilweise ist sehr monoton gesprochen worden, was die Aufmerksamkeit reduziert hat. Eine gezielte Variation der Stimme könnte helfen, wichtige Punkte hervorzuheben. Absolut. Die Stimme ist ein zentrales Instrument in jeder Präsentation. Durch Betonung und Pausen kann die Wirkung erheblich gesteigert werden. Daher sollte gezielt daran gearbeitet werden. Ja, das ergibt Sinn. Ein weiterer Punkt ist die technische Vorbereitung. Während des Meetings gab es kleine Verzögerungen beim Wechseln der Folien. Das wirkt unprofessionell und kann den Ablauf stören. Genau, technische Probleme sollten unbedingt vermieden werden. Es sollte vor jedem Meeting ein vollständiger Technikcheck durchgeführt werden. Dadurch können potenzielle Störungen frühzeitig erkannt und behoben werden. Das ist ein sehr praktischer Vorschlag. Außerdem sollte vielleicht auch überlegt werden, wie die Entscheidungsfindung im Meeting unterstützt werden kann. Es ist teilweise unklar gewesen, welche konkreten Entscheidungen getroffen werden sollen. Das ist ein zentraler Punkt. Jedes Meeting sollte ein klares Ziel haben. Es sollte im Vorfeld definiert werden, welche Entscheidungen getroffen werden müssen. Während des Meetings sollte dann gezielt darauf hingearbeitet werden. Oh, das stimmt. Und am Ende des Meetings sollten die Ergebnisse klar zusammengefasst werden. Das ist gestern nur teilweise erfolgt. Genau. Eine strukturierte Zusammenfassung ist essentiell. Es sollte am Ende noch einmal klar formuliert werden, welche Entscheidungen getroffen wurden und welche nächsten Schritte geplant sind. Ich denke, wenn all diese Punkte berücksichtigt werden, kann die Qualität zukünftiger Meetings deutlich gesteigert werden. Auch wenn das gestrige Meeting nicht perfekt verlaufen ist, kann daraus viel gelernt werden. Absolut, Anna. Solche Erfahrungen sind sehr wertvoll. Entscheidend ist, dass eine kontinuierliche Verbesserung angestrebt wird. Nur so kann langfristig ein hoher Standard erreicht werden. Ja, das sehe ich genauso. Dann sollte vielleicht zeitnah ein konkreter Maßnahmenplan erstellt werden, damit die besprochenen Verbesserungen auch tatsächlich umgesetzt werden. Das ist eine gute Idee. Es könnte eine Liste mit konkreten Maßnahmen erstellt werden, die dann schrittweise umgesetzt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Erkenntnisse nicht nur theoretisch bleiben. Sehr gut. Dann sollte vielleicht bereits heute mit der Dokumentation begonnen werden. So können alle Punkte strukturiert festgehalten werden. Genau. Je früher damit begonnen wird, desto besser. Dadurch kann auch die Vorbereitung für das nächste Meeting effizienter gestaltet werden. Gut, Daniel, dann wird vorgeschlagen, dass wir im Laufe des Tages eine kurze interne Besprechung organisieren, um die nächsten Schritte festzulegen. Das ist sinnvoll. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass alle Beteiligten eingebunden sind und ein gemeinsames Verständnis entwickelt wird. Alles klar, dann wird das so umgesetzt. Vielen Dank für den konstruktiven Austausch. Ich danke Ihnen ebenfalls, Anna. Einen erfolgreichen Tag noch. Danke.